episode featuring Goran Sirovina from Germany. Maximal Stark, launching soon. Actually launched after this thing. This thing is only coming out after you launch this new project, but more about it later on. I would love for you to introduce yourself. I will do it in German. Also ich bin Goran aus Stuttgart, 28 Jahre alt, Inhaber von einem Fitnessstudio, eher gesagt Trainingsstudio mit zwei anderen, und zwar die Kraftmanufaktur. Und unser Konzept ist kein normales Fitnessstudio, es ist eher Personal Training als Mitgliedschaft, bedeutet, egal um welche Uhrzeit man kommt, es ist immer mit einem Trainer. Und unser Konzept basiert sehr auf Resultate bzw. auf Erfolge. Egal was das Ziel ist, wir haben sehr viele Kunden, wenn Sportler sind, sie wollen besser werden in ihrer Sportart. Wir haben welche aus dem Büro, haben Rückenbeschwerden, oder der Großteil von unseren Kunden wollen einfach nur Körperfett verlieren oder Muskelmasse aufbauen. Und uns ist extrem wichtig, dass sie ihre Ziele erreichen. Ansonsten könnten sie nach dem 6. Monat monatlich kündigen. Das heißt, wir tun alles dafür, dass die Leute ihre Ziele erreichen und natürlich bleiben. And the results don't lie, and I've seen loads of them. That's why I'm really honored to have you as a guest. You're staying with us here in this beautiful place, Mother City, Cape Town. Line set and the backdrop, you gotta love it. We all want progress, and I think you can give a feedback about what you feel is beneficial for an athlete or generally mover in order to have a constant progress. You know, I want to touch on topics like, of course, in the fitness world, it's a big thing, nutrition. So I would love to hear your thoughts about nutrition in general and what you would recommend anyone that wants to optimize his daily performance. Also ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, auch so wie wir mit unseren Kunden vorgehen. Das Ziel ist immer, jemanden leistungsfähiger zu kriegen, beziehungsweise gesünder zu kriegen. Und da sind die zwei wichtigsten Faktoren jetzt nicht irgendwie Training, sondern einmal der Schlaf und die Ernährung. Wenn die zwei Sachen passen, hat man mehr Energie. Hat man mehr Energie, kann man mehr Energie in sein Training ersetzen, macht einfach überall mehr Fortschritte, hat mehr Zeit zu Hause mit der Familie, kann mehr Gas geben bei der Arbeit und natürlich beim Training. Und wenn es eine Sache geben würde, die ich bei allen ändern könnte, wäre es definitiv das Frühstück. Weil das Frühstück hat einfach den größten Einfluss auf den Blutzucker, auf die Hormone, die ausgeschüttet werden. Und das Frühstück ist einfach entscheidend, dass man gut in den Tag startet. Für mich sieht ein optimales Frühstück so aus. Es besteht immer aus Fetten, guten Fetten und guten Proteinen. Makes sense. Cooles Beispiel, was wir hier oft gemacht haben, war beispielsweise irgendwie Fisch, Stremellachs, Thunfisch mit bisschen Guacamole. Ist auf jeden Fall ein Energiebooster für den Morgen. And any other things? I mean, you helped me with a little secret recipe. It's actually just a shot, a famous shot you gave that juice, the knowledge over. So what can you say about that? Ist so ein Trick, was ich von meinem Mentor Wolfgang Unseld bekommen habe, ist Himalaya-Salz mit Limettensaft. Und das Wichtigste, also man nimmt 1/4 Teelöffel Himalaya-Salz, Schuss Limettensaft mit einem Glas Wasser, und das Wichtigste an dem Ganzen ist das Salz selber, ist einfach ein natürlicher Minerallieferant, der die Nebenniere nähren soll und der jemanden fitter machen soll. Jeder soll es mal ausprobieren, das ist auf jeden Fall spürbar. And you mentioned sleep. What is crucial about sleep? You say, of course, we all know if we sleep with good quality, then we have more performance. But what's your thought about when you have to go to sleep, or how much sleep do you actually need? In der Regel ist es so, dann wenn die Sonne untergeht, geht man schlafen. Also kein Schlaf nach 23 Uhr, und es ist eigentlich Augen zu, einschlafen. Also guter Schlaf bedeutet für mich nicht nach 23 Uhr schlafen gehen, innerhalb von 5 Minuten einschlafen, die ganze Nacht durchschlafen und morgens zwischen 6 und 8 von alleine aufstehen und nicht wissen, was man mit seiner Energie machen soll. So I think that's a very good statement, and I hope everybody will experience this boost of energy when he wakes up and just like suddenly has a drive. I tried it, and I can definitely say I felt incredible energy and change of drive and power and progress. So, and that's just within a couple of days. So I'm very thankful to have you here, and
adjust and optimize some things. And then, yeah, I want to talk about actually, just go more specific about tricking and movement art, and just what you think is the most commonly weak spot in athletes. When you see them from your perspective, what is the most crucial thing where you say, okay, you should invest some time to work on those areas. What are the areas you would say, okay, look how is the strength looking there? Bestimmter Punkt, der eigentlich bei jedem zu schwach ist. Ich habe noch nie Tag Nummer 1 jemanden gesehen, der einen zu starken oberen Rücken hat. Weil wir viel zu viel Zeit vor dem Körper verbringen und viel zu wenig Zeit über den Körper, also über den Kopf. Dann ist auch ein schwacher Punkt immer der untere Rücken und ein bestimmter Anteil vom Oberschenkel, der Vastus medialis, den man hauptsächlich dann aktiviert, wenn man unter 90 Grad geht, also einfach nur hockt, die Russenhocke macht. Was man im Alltag, zumindest bei uns in Deutschland, nicht macht. Und das sind so die 3 Weak Spots, die man immer angehen muss. Und unser Konzept besteht auch daraus, immer das schwächste Glied der Kette zu beseitigen, damit die komplette Kette stärker wird. Das heißt, egal wen ich habe, ich gehe eigentlich immer auf diese 3 Spots zu und versuche die zu kräftigen, außer jemand kommt von Verletzungen. Dann muss man ein bisschen was anderes machen. And then what would you say your favorite exercise except squats, deadlifts and pull-ups? Front squats zählt nicht, ja. No, actually it does, because it's a variation. So because I consider the squat. I showed it on my channel that it should also be a resting position. It shouldn't just be a position to get stronger with. Yes, you get stronger with, but most of the people cannot even sit on a flat footed squat. In European countries they usually lift their heels. So. Ich mache nur ein kleines Beispiel. Also wenn wir so ein Kontinuum haben, ganz rechts beispielsweise Triathlon, sowas wie Krafttraining braucht ein Ultramarathonläufer nicht. Okay. Da kann es ein Vorteil sein in Off-Season, aber wird man eher das Ganze ausdauerspezifischer machen. Und jetzt hast du komplett links einen Powerlifter. Ein Powerlifter braucht überhaupt nichts mit Ausdauer. Bei ihm ist wirklich extrem kraftbasiert. Und so jemand wie ein Tricker, er braucht Kraft, ist eher so ein Allround-Paket. Also er wird sich ein bisschen mehr in der Mitte aufhalten, beziehungsweise ein bisschen mehr links, wo Krafttraining schon eine Riesenrolle spielt. Dann natürlich auch hohe Kräfte wirken bei den Landungen und bei den Takeoffs, basically. So then other things, you talked about intensity and volume. What are your recommendations to vary those within your training? There are different skill sets in our art, and movement field, but we all have to vary, So there must be some indicators where you say, okay, that schedule or that planning is beneficial to make a constant progress, So you cannot gas yourself out at one day, completely intense, and be wrecked at the second day. So what is your thought about this topic, Es hängt halt immer von der Planung ab, was überhaupt die Ziele sind. Und wir haben uns ja gestern über diese Indikatorlifts unterhalten. Also was nochmal Indikatorlifts sind einfach bestimmte Übungen. Und wenn diese Übungen besser werden, verbessert sich auch die Leistung bei der Sportart. Und wenn ich sowas periodisiere, hänge ich das immer von Indikatorlifts ab. Das ist so eine Blockperiodisierung. Wir testen sozusagen am Anfang und testen dann nochmal am Ende der Off-Season. Und so baue ich den Trainingsplan dann auf. Also es ist komplett meine Aufgabe, zu schauen, dass du am Schluss dich bei den Indikatorlifts verbesserst und deine Sportart verbesserst. Und bei normalen Kunden ist es eigentlich eine wellenförmige Periodisierung. Also wenn das Ziel jetzt nur Muskelmasse und Fettverbrennung wäre, wäre es immer ein Wechsel zwischen einer höheren Intensität und höherem Volumen, was bei Sportlern nicht geht. Da ist es immer eine Blockperiodisierung, man hat ein bestimmtes Ziel, man weiß eigentlich schon, wie das Ziel aussieht und man plant sozusagen rückwärts. Aber es ist sozusagen, bei der Blockperiodisierung ist schon so, von höherem Volumen geht man Richtung höhere Intensität. But let's say an athlete trains 6 days a week, and has one kind of off day or active rest day, and then you say you would recommend always 2 good strength sessions where you don't really where you fix on
things in the chain that are wrong, Mhm. and then maybe move on and increasing the day training for the specific field of sport. Is that a good recommendation? Also bei euch Trickern ist das so, ihr habt nicht wirklich eine Off-Season und mit euch irgendwie schweres Krafttraining zu machen, also alles unter 5 Wiederholungen, könnte sogar dazu führen, dass ihr verletzungsanfälliger werdet. Das heißt, bei 6 Trainingstagen würde ich persönlich 2 Krafttrainingstage einbauen und es wäre ein Ganzkörpertrainingsplan. Und den würde ich alle 3 Wochen bei euch ändern. So basically to make the athlete stronger, so you can aim for more complex tasks or moves in his field. That makes sense. So you would say it takes 4 training days for his art and passion and movement, sport field, and then 2 training days just for strength development in specific areas where you feel like, okay, that's what the athlete needs. Oh, that's great to hear. Es spielt immer, wie gesagt, eine Rolle, wer vor dir steht und was der Athlet braucht. Und so technische Komponenten, die müssen einfach gegeben sein. Und die baut man halt über die Jahre lang auf. Aber wenn jetzt der Athlet irgendwie, die technische Komponente ist auch immer die wichtigste. Wenn der Athlet aber irgendwie ein körperliches Problem hat, also an bestimmten Partien schwach ist es einfachste, das Ganze mit Krafttraining aufzubauen. Makes sense. I would love to show you some of the current, I would say, most known or most limit breakers. You know, in our field, you know, we have some people that this year really like blew up and set some new standards. I always love watching stuff like this, especially with someone that, you know, is not in our field, but, you know, just like checks it out and see what we do. So that's okay. Ben, you know, and then this is Slava. So Ben is the guy with the long hair. With the long legs and control. I love how he lands with his swings and efficient. Then we have the Russian tower. What's the background from these guys? So I won't lie, I mean, Ben has done parkour also, and freerunning, and Slava, I mean, he was all around athlete, you know, he started in Russia, he's from Siberia, and this guy is from New York. That's Neil Toussaint. He actually started Trick Strong. It's also a page to improve and project to improve performance of tricking athletes and support the community. So you will see they have a very floaty style, you know, swing legs and twist efficient and kicks. Like all around good, you know, so they can twist, flip and do complex tricks combined with each other, not just single things. All kind of X's. And so yeah, what is your feedback about those two especially? So they're tall, you know, swing shit, and what do you think about them? Verrückte Jungs auf jeden Fall. Ja. Auch was mir bei dem Russen war, das sehr gefallen hat, fuck, der kommt richtig hoch, Mann. Then can I show you another clip? That's a good one actually. So es sieht halt so easy aus. Easy, you know. So it doesn't look like you need power, you know. And in tricking, you wanna have your things. Jerry Marinas told me back then, you know, also OG legend. You should be able to do the 60% and really just flow with it and use your body, you know. And he's really a visit, you know. You can see it's clean and easy and high, you know, like transitions. Just looks efficient. So, and then now we're gonna show you another guy. So. Also für mich war es immer interessant, solche Jungs da mal zu testen. Hey, ihre Stabilität zu testen, Werte zu testen, wie stark sie bei bestimmten Übungen sind. Okay, now we have the famous Michael Guthrie. So he's like in my eyes, he's if you would have a video game, right, then he would be the OP character, you know. So in all fields, you know, he has the right stats and he can do I don't know what he hasn't landed so far, but he's really the master of his craft.
and has proven himself, to set many standards. First touch and race quad cork, and so one leg take off, you do 4 twists. Crazy. And he's the guy, he broke those limits and opened gates for the next generation to just do it easy. Crazy, diese Drehungen. So if you watch him, what would you think is his strength? Like just physically. What's his body weight? I'm not sure. It might vary, but. Also beim Squat würde ich definitiv schätzen, das 1,5-fache. I think so. Und die Jungs werden alle stark sein beim Klimmzug. Schauen, wie schnell der sich rotieren kann. So you think the back and core and hip explosion plays the hip plays a big role with his. Die Hüfte spielt eine Riesenrolle. Der Lat zum Rotieren. Verrückt. And then we have another one. So, who Anderson? Here we go. Alexander Anderson, but not this guy, but the tricking guy. Here you go. That's actually a pretty good one. He's a very explosive guy, light, quick, crazy kicks, and he's the second guy landing touch and race quad cork. Very fast, crazy, really fast. You see, he's really like his momentum and speed and control, like in power, in transition, like insane. He's also, in my opinion, one of my favorite, trickers currently. And then we have, of course, Pinto. And after this guy, I'm gonna show you a Japanese newcomer, Shosei. Aber machen die Jungs jetzt Krafttraining? Some of them, as far as I'm aware, a lot of Scandinavian guys, they started, do basic strength training and Olympic, like deadlift, snatch, clean. Was ja verrückt ist, die Tricks, die sie machen, die werden immer krasser. Darum interessiert es mich, ob sie auch dementsprechend was für ihre Körper tun. Weil es sind ja immer höhere Kräfte, die auf ihre Körper wirken. Es ist ja jetzt nicht so, wenn sie anfangen Krafttraining zu machen, dass es sie langsamer macht. Solange man das richtig macht, werden sie sogar noch explosiver dadurch. Tricky. Weißt du was über Verletzungen und sowas? Ja, ob die Verletzungen hochgehen? Not so far, but a very common thing is knee and back and shoulder. So sometimes I would say even ankles, but that only if you do a lot of stuff on hard floor. But yeah, knee is a big thing, and I'm gonna show you now this guy's Tundra Shosei. So he's the next generation. Das sind Kinder, oder? Yeah, so this is William Coney from America. That's Johan. He's one of the guys that actually, did you see that's all double swing? He set also a very high standard. So this event was just insane. Anderson again. Alexander Amidwa. So, and the Japanese kids, so they also, so you see, did crazy, super high, And Shosei is 13 years old, 14 years old now. We call him the chosen one to end this little thing. And just, he won actually the championship in Japan. He's a new teenage champion, Japan in tricking. And I'm fascinated, and I think it's a really good thing to have youth and new generations growing in that pace and setting new standards and just breaking limits. Just shows, man, like there's so much more to do, and even having you as a guest here and realizing, okay, that little adjustments basically can play a huge role. And Japan helped those kids. I mean, Tundra Gym gives them a chance to train. They go in early, they probably train 6 hours a day, they're into it and have that opportunity to just be amazing athletes,
So that is Jose, 13 years old, and it's incredible. I mean, even Das sind halt auch alles Arbeitstiere, weißt? Aber muss man halt auch vorsichtig sein, dass du die Jungs nicht durchbrennst. What's your recommendation? You know, if you want to improve yourself, you know, what do you do? Also das für mich, also wenn man gerade über so Jungs redet, was halt immer entscheidend ist, wie sieht der Rest von seinem Tag aus? Hat er irgendwie einen normalen Job oder ist die Sportart sein Job? Und wenn er wirklich so viel trainiert, was wird drumherum gemacht? Kriegt er also ich kenne es von anderen Sportarten, wo man 2-mal am Tag trainiert, jeweils eine Stunde, 1,5 Stunden, und nach jeder Einheit gibt es halt Massagen zur Regeneration, was ich mir bei den Jungs jetzt nicht vorstellen kann. Und ich denke, wenn du dann 6 Stunden oder lass es 3 Stunden am Tag trainierst und das über einen längeren Zeitraum, brennt man dich schon so ein bisschen durch. Und langfristig gesehen entstehen halt dann dadurch Verletzungen. So it means basically as they're young, they can probably do that workload, and later on they'll have to change. Man muss halt checken, was sie noch drumherum haben. Also wenn sie es wirklich aussuchen könnten, würde ich eine Einheit morgens empfehlen. Sagen wir um 7 Uhr aufstehen, frühstücken, bla bla bla, um 10 Uhr die erste Einheit, Mittagessen, um 15 Uhr die nächste Einheit und nach jeder Einheit nochmal Massagen und sowas einbauen. Dann würde sowas schon gehen, aber wer kann das heutzutage machen? I mean, most of us, you know, we have those black bows, black rows, fascial things, and but yeah, obviously, you know, like a good physio that does the stuff for you is much more valuable than just you rolling yourself and using the ball or macro. And then I mean, I've seen other things. They use sauna in Finland, Scandinavia. They have physical therapists actually in their facilities that after training they take care of them. But it's pretty rare actually, you know. And I think those type of things need to be implemented more in those extremes. You know, I mean, in limit breaking sports. So. Yeah, I don't know. We have sunset, the sun is just behind the mountain. I think we're off to the beach. Yeah. To the fancy end. I really appreciate the stay here, and link in the description for this, especially some of the exercise. You know, he taught me some things, you know, to fix upper body issues, you know, and he's gonna start his project Maximal Stark in Germany, launching soon. Probably next year, right? And then I'm gonna put all of the links in the description of this video so you can check out those specific exercises he's gonna show. And even he's launching his ebook, the Booty Day, and there's only a German edition, but you'll find the YouTube videos for this single exercise on his channel. So if you're into this kind of things, you know, then his channel is gonna be the right thing, and I'm happy to promote it. Es gibt jetzt 2 kostenlose E-Books für die Männer, den Armtag, für die Frauen den Booty-Tag. Kann man kostenlos runterladen, sind so ca. 40 bis 50 Seiten. Um sich sozusagen auf einen nächsten höheren Level zu bringen. Und das Ganze mache ich zusammen mit meinem Partner-Coach Philipp Schmieder aus Köln. Und die Seite sollte dann im Januar online gehen. Und auf der Seite findet man einfach das ganze Krafttraining, wie wir es machen. Und wie wir unsere Kunden zu Resultaten bringen, und die ganze Info kriegt man dort for free. Thanks for the time here. Danke, dass ich hier sein durfte. Soon again, hopefully. Yeah. And I said when I go to Germany, I'm definitely gonna spend maybe 2 weeks there and film a daily vlog, probably. Try to go to your gym and work on some, hopefully till then, fixed weaknesses. I'm gonna do my best to, you know, obey 2 the weeks mission boot camp. 2 weeks boot camp, and yes, other than that, man, Goran Sindorovina, Maximal Stark in the house. A very good friend of mine, and I'm happy that it is his debut. Even if I talk English, you know, you can see his knowledge is valuable. You know, you can take what you like, but results don't lie. So just try it out and figure your way to your progress. And thanks for being with us. That's it. Dankeschön.